Ich bring dich um, du Scheißkerl. Du willst mir mein Kind wegnehmen. Und du wirst dir jedes Mittel recht. Ich wollte doch nur im Notfall beweisen können, dass du gerade in einer Krise steckst. Das hast du gemacht, weil du mir nicht vertraust. Und genau das ist das Problem. Du hast Philipp angefangen und ihn einfach auf der Straße liegen lassen? Tristan, wenn ich es euch gesagt hätte, es wäre alles kaputt gegangen. Er hat alles die ganze Zeit gewusst. Das war seine Idee, dass du uns alle anlügst, oder? Man muss zusammenhalten. Ja. Kannst du eigentlich noch in den Spiegel gucken? Ich weiß, warum ich nicht an die Liebe glaube. Tanja, Ich habe mich schon an einige Männer gebunden aus den verschiedensten Gründen. Und jedes Mal war es ein Fehler. Verzeihen, Graf Lahnstein. Wir kommen später. Wo ist sie? Die Gräfin. Ich weiß es nicht. Meinen ersten Mann habe ich gehasst. Für den zweiten hatte ich nur Verachtung übrig. Aber den dritten habe ich wirklich geliebt. Und das war ein Fehler. Denn er war die größte Enttäuschung von allen. Anja, ich komme jetzt rein. Da bist du ja. Ich bring dich um, du Scheißkerl. Tanja? Tanja, ich weiß, wie schwierig das jetzt für dich ist, mir noch zu glauben, aber ich habe diese Aufnahmen nie machen wollen. Das heißt, ich wollte sie nie gegen dich verwenden. Ich wollte sie zerstören. Tanja, ich liebe dich. Du hast alles zerstört, Sebastian. Verschwinde aus meinem Leben. Ich will dich nie wiedersehen. Warum ist Tristan so sauer auf dich? Ja. Wir haben uns gestritten. Ach, Ludwig, was ist los? Es ging um Philipp. Ja, um die lebensverlängernden Maßnahmen. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle darüber diskutiert. Ich bin seine Frau und es ist meine Entscheidung. Ja, das hat Tristan auch gesagt. Ich war allerdings einer anderen Meinung. Das heißt, du bist doch der Meinung, dass ich die Geräte abschalten soll? Ja, das war ich. Bis Tristan mich vom Gegenteil überzeugt hat. Genau, und Tristan wusste das nicht. Und deshalb, als er vorhin betont hat, dass er hinter deiner Entscheidung steht, muss ihm das wie Heuchelei vorgekommen sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich rede mit Tristan und klär das. Danke. Ihr wisst gar nicht, wie viel ihr mir bedeutet. Ohne euch. Schon gut, Nico.
Dabei geht es gar nicht um mich. Philipp ist derjenige, der uns jetzt am meisten braucht. Tristan, ist was passiert? Ist was mit Philipp? Du meinst außer, dass er so gut wie tot ist? Also ich wüsste nicht, wer dich sonst so aus der Fassung bringen könnte. Hast du schon mal an deinen werten Ehemann gedacht? Ludwig, wieso, was ist mit ihm? Habt ihr euch gestritten? Ich muss hier raus. Ich muss irgendwas tun, damit ich aufhöre zu denken. Tristan, bitte, das bringt doch nichts, wenn du jetzt um die Häuser ziehst und dich betrinkst. Was soll ich denn sonst tun? Sollen wir alle mal so richtig miteinander reden? Wir warten hier gemeinsam auf Ludwig und dann klärt ihr, was zwischen euch vorgefallen ist. Es gibt bestimmt eine Lösung. Für dich gibt es immer eine Lösung. Aber manchmal macht man die Dinge nur noch schlimmer. Was macht man nur noch schlimmer? Vergiss es einfach, okay? Ich habe überreagiert. Du kennst mich. Trainingsbeginn morgen 7 Uhr. Bis dahin muss Dionysos bereit sein. Alles klar. 7 Uhr. Muss ich euch daran erinnern, wie wichtig dieses Rennen für uns ist? Ist der Futterplan angepasst? Jupp. Das Sattelzeug ist auch schon poliert. Dana, beschwer dich nicht über deine Aufgaben. Du bist freiwillig vom Jockeyposten zurückgetreten. Oder etwa nicht? Das haben die Mädels bestimmt unter sich geklärt. So kann man es auch nennen. Okay, es ist wirklich spät. Machen wir Schluss für heute. Okay. Nacht. Das ist ja nicht mal ein schneller Abgang. Ich wollte, dass du mir die Wahrheit sagst. Und du warst mutig genug, sie auszusprechen. Leider ist es so, dass ich diese Wahrheit nicht ertragen kann. Nicht hier, nicht in deiner Nähe. Deshalb habe ich mich entschlossen, Tristans Angebot anzunehmen und nach London zu gehen. Ich hoffe, dass wir herausfinden werden, was wir noch füreinander empfinden. Momentan bin ich dazu nicht in der Lage. Wie konntest du mich nur so verletzen? Du hast Tristan gesagt, dass du Philipp angefahren hast. Ja. Es tut mir leid. Ich bin zusammengebrochen und Tristan hat mich gefunden und... Du konntest es nicht länger verheimlichen. Ja, ist alles meine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe. Früher oder später wäre Tristan sowieso aufgekommen. Papa, ich halte das nicht mehr aus. Mir fällt es auch schwer, Elisabeth ständig zu belügen. Du kennst Tristan. Philipp ist sein bester Freund und wenn er emotional wird, dann hat er sich nicht mehr unter Kontrolle. Die Wahrheit ist das Letzte, was wir Nico jetzt zumuten können. Sie braucht uns jetzt mehr denn je. Ich werde mit Tristan reden. Er muss das mit uns zusammen durchziehen. Nein, nein. Ich mache das. Ich werde mit ihm reden. Noch ein. Verzeihen Sie, Herr von Lahnstein. Denken Sie nicht, Sie haben genug? Nein, denke ich nicht, aber danke der Nachfrage. Gibt es was Neues von Philipp? Ja. Er nimmt wieder am Fußballtraining teil. Ich soll Sie schön grüßen. Das ist nicht witzig. Bis dann. Nico hat beschlossen, die Geräte nicht abschalten zu lassen. Ja, wer weiß, vielleicht wird Philipp uns noch alle überleben. Was immer Nico auch tun wird, wir stehen hinter ihr. Dank Ludwig herrscht ja jetzt wieder mehr Einigkeit unter euch. Ohne ihn wärt ihr ja schon in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Der heilige St. Ludwig. Ein wahrer Friedensstifter. Erst vereint er die Lahnsteins und dann kümmert er sich um die Harmonie an Philipps Sterbebett. Halleluja. Ach, du bist es. Ich habe ein Geräusch gehört und hatte die Hoffnung, Tristan sei schon wieder zurück. Weißt du, wo er ist? Sich betrinken, nehme ich mal an.
Los, du Pinguin, mach deinen Job. Ich will was trinken, und zwar heute noch. Schreib mal einen Gang runter, klar? Oh, jetzt krieg ich aber Angst. Ja, Feierabend, das jetzt ist Selbstbedienung. Nimm dein Geld. Für dich ist die Party jetzt vorbei. Ludwig, was ist zwischen euch beiden vorgefallen? Tristan war aufgebracht, weil Nico die Geräte nicht abstellen will. Ich wollte ihn beruhigen und hat er seine Wut an mir ausgelassen. Ich kann ihn ja verstehen. Philipp ist sein bester Freund. Es muss die Hölle für ihn sein, den Jungen so zu sehen. Ja. Um Gottes Willen, Luca, seien Sie doch der Vernünftige, das geht doch nicht. Ja, Luca, hör auf, Mami, hä? Schnauze kapiert? Ich rufe jetzt ein Taxi, bringen Sie ihn raus. Und keine Schlägerei vor meinem Lokal, verstanden? Deine Finger weg! Das Malheur im Salon ist im Groben beseitigt. Wir müssen morgen allerdings noch jemanden für die Spezialpflege des Bodens kommen lassen. Haben Sie noch einen Wunsch, Graf Lahnstein? Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun kann? Nein. Das heißt doch... Hallo? Jessica, ich bin's. Sie müssen meinen Flug nach Paris umbuchen. Jetzt? Ja, jetzt. Es ist voll spät und... Sie sind meine Assistentin. Und wenn das so bleiben soll, dann sitze ich morgen im Flieger nach Paris. Und zwar mittags. Wie Sie wünschen, Graf Lahnstein. Dann lasse ich das Margaritenzimmer herrichten. Das Margaritenzimmer für dich? Ist es für getrennte Betten vor der Hochzeit nicht noch ein bisschen früh? Wie schaffst du das eigentlich? Immer genau da aufzutauchen, wo du dich im Leid anderer suhlen kannst. Instinkt. Eigentlich wollte ich in den Salon, aber der wirkte irgendwie ein wenig unaufgeräumt. Ehrlich gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Torten dort für Kriegsspiele oder Liebesspiele herhalten mussten. Willst du mich vielleicht mit Details erfreuen? Spaß dir einfach. Ich hätte dir natürlich vorher auch ein paar Tipps zu Tanjas kulinarischen Vorlieben geben können, aber Schwangere reagieren ja gerne ein wenig ungehalten. Ich hatte heute einen richtig beschissenen Tag, also mach ruhig so weiter. Ich bin nämlich dringend auf der Suche nach einem Ventil und deine Visage, die eignen sich ganz hervorragend. Wow, wenn das nicht die Vorfreuden der Ehe sind. Ludwig, du warst gar nicht im Bett. Ich hatte noch einiges zu erledigen. Was brennt dir auf der Seele? Ach, Ludwig, ich sehe doch, wie besorgt du bist. Ist es wegen Tristan? Er ist immer noch nie nach Hause gekommen? Ich kümmere mich darum. Lassen Sie. Da ist sie ja. Die heilige Dreifaltigkeit. Tristan, bitte. Ich rede mit ihm. Ja, genau. Keiner darf davon erfahren. Großes Geheimnis. Na komm jetzt. Du betrinkst dich, bringst deine Schwester in Gefahr und verurteilst mich, ohne die Fakten zu kennen. Ich kenne die Fakten.
Packen Sie meine Koffer bitte wieder ein. Ich bin wieder da. Melde dich, wenn du mich sehen willst, Marlene. Marlene? Ja, sie ist zurück. Endlich. Seitdem sie weg war, hast du nur noch gearbeitet. Also wenn du mich fragst, hast du sie richtig vermisst. Wie kommt es eigentlich, dass ich mich mit dir immer in Gesprächen über meine Ehe wiederfinde? Hm? Wahrscheinlich, weil du meine Schwester geheiratet hast. Ach so. Und da habe ich dich als Eheberaterin gleich mit engagiert? Weißt du eigentlich schon, wann du sie wieder siehst? Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt wiedersehe. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Und das ist auch kein Gespräch, was ich mit dir führen möchte. Kein Wunder, weil du keine Antwort hast. Wahrscheinlich arbeitest du deshalb mit Pferden zusammen. Du hast die Mentalität eines Flüchters. Immer in Bewegung, nie zu fassen, immer schon wieder weg. Und du bist dann wohl für die Maulesel zuständig, weil du einfach nicht kapierst, wenn dich etwas nicht angeht, auch wenn man es dir schon 1000-mal gesagt hat. Dann sag mir hier und jetzt, dass du meine Schwester nicht mehr liebst. Siehst du? Nicht Fisch, nicht Fleisch. War das wirklich nötig? Du wolltest doch, dass ich nüchtern werde. Ich meine dein Besäufnis. Ach, und ich dachte, du willst dich rechtfertigen. Ich muss mich nicht rechtfertigen und schon gar nicht vor dir. Kannst ruhig anfangen. Ich kann es gar nicht erwarten, deinen Vortrag über Familienzusammenhalt zu hören. Du hast doch bestimmt irgendwas vorbereitet. Warte, lass mich raten. Du hast Helenas Schuld vor uns allen verschwiegen, weil du die Familie ein- und schützen wolltest. Amen. Es geht nicht um die Familie. Es ging vor allem um Helena. Sie muss sie schützen. Schützen? Helena ist total fertig. Ihre Beziehung zu Andi ist im Arsch und du hast das alles in Kauf genommen. Weil du ganz genau wusstest, dass ein ach so tolles Lahnstandgremium zerbröckelt, wenn alle von dem Unfall erfahren. Gib's doch wenigstens zu. Du hast ja nicht erlebt, als sie nach dem Unfall zu Ich habe Helena erlebt. Und ich wusste die ganze Zeit, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Aber du hast wirklich alle Register gezogen, um mich von ihr fernzuhalten. Du hast mir sogar unterstellt, ich würde ihr wieder nachstellen. Wie weit willst du eigentlich noch gehen? Tristan! Tristan! Die anderen sind dir das sowieso scheißegal, habe ich recht? Hauptsache keiner erfährt, was du getan hast. Ich? Elisabeth hat keine Ahnung, oder? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber jeder Mitwisser macht sich strafbar. Deshalb habe ich Elisabeth nichts erzählt. Du hast doch auf alles eine Antwort. Nico ist meine Nichte. Sie gehört zur Familie. Soll ich riskieren, dass sie ihre beste Freundin verliert? Sie vertraut Helena. Ohne sie würde sie das wahrscheinlich gar nicht durchstehen. Das weißt du doch überhaupt nicht. Weil du Nico gar nicht die Chance dazu gegeben hast. Die Wahrheit kann man irgendwann verzeihen. Eine Lüge nicht. Anja? Bist du da drin? Ich komme jetzt rein. Ich bring dich um, du Scheißkerl. Deshalb wollte ich die Aufnahmen doch vernichten. Warum hast du es dann nicht getan? Ich hab's vergessen. Vielleicht war ich einfach zu glücklich mit dir. Sei still. Was hast du eigentlich erwartet?
Kannst du mir mal 5 Minuten zuhören? Ja, stimmt. Ich habe versucht, Helena von dir fernzuhalten. Und ich gebe zu, dass meine Methoden nicht ganz einwandfrei waren. Die ganze Situation musste ich an deine alte Geschichte erinnern. Auch Helena hat Schuld auf sich geladen. Wie du damals. Dich habe ich damals fortgejagt. Und Helena beschütze ich. Du beschützt sie nicht, du benutzt sie. Tristan, wie oft denn noch? Ja, ganz genau. Wie oft denn noch? Du hast uns alle manipuliert. Damals und heute. Und alles für deinen gespenstischen Familienfrieden. Wenn ich eins in meiner Therapie gelernt habe, dann, dass man an einem solchen Geheimnis kaputt geht. Und dass jeder weitere Tag alles nur noch schlimmer macht. Philipps Körper hat diesen Unfall nicht überstanden und Helena wird genauso daran kaputt gehen. Seelisch begreifst du das nicht. Ich weiß, dass das für Helena sehr schwierig ist. Aber es gibt kein Zurück mehr. Du willst sie also weiter zwingen zu schweigen? Ich zwinge Helena zu gar nichts. Natürlich tust du das. Nein. Helena hat versucht, Nico die Wahrheit zu sagen. Aber Nico hat ihr nicht geglaubt. Es beschäftigen sie im Moment ganz andere Dinge. Sie muss über Leben und Tod ihres Mannes entscheiden. Ihr droht die Klage ihres Schwiegervaters. Glaubst du wirklich, das ist der richtige Moment, um die beste Freundin zu verlieren? Ist es denn okay für euch, wenn ich erst mal hier wohnen bleibe? Ich möchte jetzt irgendwie nicht nach Königsbrunn. Na sicher geht das. Aber du hast hier doch immer einen Platz. Das weißt du doch. Hey, jetzt macht man nicht solche Gesichter. Hagen und ich, wir müssen uns eben erst mal wieder so ein bisschen annähern. Wisst ihr, ich hatte ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Und ich glaube, ich habe zuletzt gar nicht mehr gesehen, was in Hagen so vorgeht und was er von mir braucht. Du musst jetzt mal aufhören, die Schuld bei dir zu suchen. Aber zu einer gescheiterten Ehe gehören doch immer zwei. Eben. Thomas, es wird Zeit, hä? Ja, ich weiß. Also, wenn du bei uns bleiben möchtest, dann kannst du das natürlich jederzeit. Und wenn du möchtest, dass ich mir Hagen mal vorknüpfe, dann mache ich das. Ich mach das, wirklich, kein Problem. Papa ist einfach nur wütend, weil Hagen dich so lange im Unklaren lässt. Ich bin nicht nur wütend, ich bin stinksauer auf den Kerl. Ja. Aber weißt du was? Aber je länger Hagen das tut, umso klarer werde ich. Hagen! Wir müssen reden. So kann es nicht weitergehen. Meine Tochter sitzt bei mir zu Hause und fragt sich, ob eure Ehe noch zu retten ist. Marlene ist bei euch. Was ist das denn für eine blöde Frage? Du hältst es ja nicht mal für nötig, sie anzurufen. Und jetzt fragt sie sich, ob ihr überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft habt. Nimm es mir nicht übel, Thomas, aber ich habe nicht vor, mit dir über meine Ehe zu diskutieren. Sieh lieber zu, dass du bald noch eine Ehe hast. Du bist ja ein netter Kerl und ich mag dich auch. Aber du kannst Marlene nicht länger im Unklaren lassen. Hey, du musst da eine Entscheidung treffen. Für oder gegen sie? Sag mal, wieso glaubt ihr eigentlich alle in eurer Familie, dass ihr mir sagen könnt, was ich zu tun oder zu lassen habe? Solange du meine Tochter unglücklich machst, kann ich dir noch ganz andere Sachen sagen. Und dabei ist mir völlig egal, ob du ein von Lahnstein bist. Das sage ich dir als Vater. Und wenn du eines Tages selber Kinder hast, dann wirst du mich verstehen. Hast du recht. Ich muss mich entscheiden. Endgültig. Na, das ist ja eine magere Ausbeute. Ich meinte damit nicht das Buffet. Ich meinte die Gesellschaft. Ah, werter Cousin.
Wo ist denn die reizende Verlobte? Oder ist sie etwa noch schlecht von der Tortenschlacht? Lass es. Ach ja, entschuldige, du kannst natürlich gar nicht wissen, wo sie steckt. Nachdem du die ganze Nacht auf dem Gästebett verbracht hast. Ups, plötzlich sind doch alle wach. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Tanja brauchte nur ein bisschen Ruhe. Nette Umschreibung für eine voreheliche Krise. Es gibt keine Krise. Guten Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Möchtest du einen Kaffee? Ich möchte zunächst mal was verkünden. Die geplante Hochzeit findet nicht statt. Ich werde Sebastian nicht heiraten. Und den Kaffee hätte ich gern mit Milch, danke. Sebastian! Ja, sie hat die Aufnahmen gefunden. Es tut mir leid. Ach, komm, spar dir deine Mühe. Für dich ist das doch ein wahres Freudenfest. Nein, es hat eine Weile gebraucht, aber ich habe mich mit deiner Entscheidung arrangiert. Und du wirst dich auch weiterhin damit arrangieren müssen. Ich werde Tanja nicht aufgeben. Auch wenn sie mich jetzt für einen Verräter oder Heuchler hält. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann. Wenn sie jemals erfährt, dass die Aufnahmen die ganze Zeit bei dir waren, kann ich gleich einpacken. Sie denkt ja sowieso schon, dass wir unter einer Decke stecken. Weißt du was? Es war ein großer Fehler, diese Aufnahmen überhaupt jemals zu machen. So behandelt man nämlich niemanden, den man liebt, der nur vertraut. Es wird nicht einfach sein, ihr Vertrauen wiederzugewinnen. Es gibt einen Weg. Ich muss ihn nur noch finden. Morgen ist Austerntag. Wir müssen dann wie immer direkt nach der Lieferung in die Kühlung, ja? Selbstverständlich. Und Sie können mich natürlich auch jederzeit erreichen, wenn irgendwas ist. Also ihr zwei, ich verlasse mich drauf, ihr werdet des Schneiders schon schaukeln. Hm? Na klar. Und Luca, bitte keine Handgreiflichkeiten mehr mit den Gästen, ja? Keine Angst, ich habe mich normalerweise im Griff. Hallo, Charlie. Elisabeth, wie schön. Du erwischst mich in der letzten Minute. Ach, meine Maschine nach Palma geht in 2,5 Stunden. Also gibst du hältst es ohne Arno gar nicht mehr aus, oder? Sagen wir so, unser gemeinsamer Freund wäre ohne mich aufgeschmissen. Hör mal, Tristan war gestern Abend hier. Ah, dachte ich's mir doch. Irgendwas stimmt mit ihm im Moment nicht. Ja, das kann man so sagen. Er hat mit Luca eine Schlägerei angezettelt. Was? Und war's schlimm? Na ja, ziemlich. Er war sehr aggressiv und sehr betrunken. Luca musste ihn am Schluss vor die Tür setzen. Ich weiß, naja, der Streit mit Ludwig. Ich weiß aber nicht, warum. Ludwig erzählt mir nichts. Er will einfach, dass du dir nicht unnötig Sorgen machst. Aber worüber, Charlie? Ja. Hat Tristan gestern irgendwas erzählt? Nein, nichts Genaues. Er war so voller Wut. Man merkte einfach, dass es ihm nicht gut geht. Oh, er hat sehr viel gesprochen über Nico und Philipp. Ich denke, dass ihm diese Sache sehr nahe geht. Ja, das wird es sein. Das ist im Moment für uns alle sehr schmerzhaft. Mehr, als man sich vorstellen kann, Charlie. Ich habe dich gesucht. Ich habe dich gesucht. Ich habe dir etwas zu sagen. Tut mir leid, dass ich gestern bei Nico so die Nerven verloren habe. Ich will dich auch zu nichts zwingen, aber glaubst du nicht, dass es besser wäre, es dir zu sagen? Nein. Du musst nicht tun, was Vater will. Ich weiß nicht, was zwischen dir und Tristan vorgefallen ist, aber eins weiß ich. Du versuchst, alle Probleme dieser Familie ganz alleine zu tragen. Und das macht mich sehr traurig. Denn egal was ist, du kannst mir vertrauen. Ich vertraue dir auch. Also sprich mit mir. Wenn immer dir danach ist, ich bin für dich da. Elisabeth. Es war Helena. Sie hat Philipp überfahren.
Ich habe sie überredet, die Tat zu verschweigen. Am Anfang war es Papas Idee. Ich dachte, ich halte es nicht aus, Nico zu sehen. Und Philipp. Aber dann habe ich kapiert, dass ich es ihr nur sagen würde, um mein Gewissen zu erleichtern. Tristan, ich muss es ertragen. Es ist das Einzige, was ich noch für sie tun kann. Als du beinahe von einem LKW überfahren worden bist. Das war Absicht, oder? Du wolltest dich... Das war nur ein kleiner Aussetzer. Helena, du kannst mit dieser Lüge nicht leben. Niemand kann das. Ich habe gelogen, um Helena zu schützen. Uns alle. Und letztendlich auch Nico. Diesmal keine Alleingänge, Jessica, verstanden? Sie gehen ans Telefon, Sie beantworten E-Mails, ansonsten sitzen Sie herum und lackieren sich die Nägel. Ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. In ein paar Tagen vielleicht. Ja. Was willst du? Eine Art Offenbarungseid leisten? Der Ehevertrag. Von mir aus brauchen wir den nicht mehr. Richtig. Keine Hochzeit, kein Vertrag. Tanja, ich will dich immer noch heiraten. Und zwar ohne diesen blöden Vertrag und ohne doppelten Boden. Du träumst. Ja, ich weiß. Ich verlange da jetzt sehr viel von dir. Du fühlst dich gedemütigt, hintergangen, betrogen. Die Aufnahmen, ja, ich weiß. Das war der größte Fehler meines Lebens. Das war Dummheit. Tanja, ich liebe dich. Das zwischen uns ist doch was Besonderes. Wer weiß das denn besser als wir beide? So ein Gefühl, das verschwindet nicht einfach über Nacht. Und erst recht nicht das, was uns verbindet. Tanja, heirate mich. Allein schon aus Rache. Was muss ich tun, damit du endlich die Klappe hältst? Kann ich auf dich zählen? Egal, was passiert, ich bin an deiner Seite. Du siehst furchtbar aus. Ist noch was passiert? Helena. Steht sie immer noch unter Schock? Ja, das ist verständlich. Es hat ja auch nicht viel gefehlt. Herrgott, wenn man nur wüsste, wer dafür verantwortlich ist. Ich meine, das würde nichts ändern, aber diese Ungewissheit, das macht alles noch viel schrecklicher. Vor allem für Nico. Ich muss ins Krankenhaus. Ich erkläre es dir später. Lass uns nach Paris fahren. Oder besser noch nach Las Vegas. Wir heiraten einfach da, morgen schon. Und ohne die ganze Bagage hier. Hey, wenn du willst, dann kommen wir nie wieder zurück. Wir drei. Wir bauen uns woanders was ganz Neues auf. Weit weg von Königsbrunn. Glaubst du wirklich, ich falle noch mal auf dich rein? Das passiert mir nie wieder. Nie wieder, hörst du? Tanja, ich werde dich nicht aufgeben. Ich liebe dich. Sebastian, hör auf damit. Du machst einen Fehler. Du bist der Fehler. Wir zwei sind aneinander gebunden. Wir erwarten ein Kind. Wir werden eine Familie. Jetzt hör mir mal gut zu. Es ist mein Kind. Und ich werde dafür sorgen, dass du es nie kennenlernst. Ich weiß es seit gestern.
Helena musste erst zusammenbrechen, bevor sie es mir gesagt hat. Warum habe ich nichts gemerkt? Ich hätte ihr viel früher helfen können. Aber Vater hat gut vorgesorgt. Er hat uns alle von Helena ferngehalten, Lügen erzählt, damit bloß keiner seinen großen Plan von der Familie gefährdet. Was hättest du getan, wenn Helena völlig aufgelöst nach diesem schrecklichen Unfall zu dir gekommen wäre? Ich weiß noch, dein Vater, der wollte plötzlich ins Krankenhaus. Er wollte irgendwas mit Nico klären. Ich gehe mal davon aus, dass er es ihr sagen wollte. Aber hättest du das gekonnt an Philipps Krankenbett, als sein Leben auf Messers Schneide stand? Dein Vater konnte das nicht. Er konnte nur das tun, was er immer getan hat. Die Familie schützen. Helena, Nico, uns. Das Gremium? Ja, vielleicht auch das Gremium. Aber in erster Linie hat Ludwig als Vater gehandelt. Trinken. Danke, keine Milch für mich. Ich habe heute noch Probe. Oh, also an diese Profimätzchen werde ich mich wohl nie gewöhnen. Bin ich ihm noch nicht mal meine SMS wert? Sag mal, wann bin ich eigentlich zu einer Frau geworden, die darauf wartet, dass der Mann seinen Hintern hochbekommt? Das habe ich doch eigentlich wirklich nicht nötig. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu Hage und verlange eine Entscheidung. Das ist doch eigentlich total einfach. Moment. Also wenn Hagen schon keine Gefühle mehr für mich hat, dann soll doch er gefälligst hierher kommen und mir sagen, dass er nichts mehr von mir will. Sehe ich aus wie eine Frau, die ihrem Mann alles hinterherträgt? Er soll jetzt ruhig mal mitkriegen, wie das ist, wenn sich der andere nicht mehr kümmert. Dann kann mir echt dem Mondschein begegnen, wenn überhaupt. Und wenn Hagen dann doch hier angeeiert kommt und mir weiß Gott was erzählen will, dann sagst du ihm genau einen Satz. Nämlich, dass er sich verziehen kann. Ach, du bist. Und da ist er schon, ein weiterer Abgang von Königsboden. Sag mal, Tanja, findest du nicht, dass du ein wenig überreagierst, nur weil dir die Torte nicht schmeckt? Gott, wo bleibt das Gepäck? Andererseits ist es ja schon ein bisschen langweilig geworden mit dir, seit du mit dem Anwalt zusammen bist. Warst du ein bisschen weichgespült. Du und deine Mischpucke, ihr hättet gut daran getan, mich in Frieden zu lassen. Was wird das denn? Eine Drohung? Ich bin vielleicht kein Teil dieser Familie mehr. Aber mal ganz ehrlich, Ansgar, wer ist das schon freiwillig? Tja, gute Frage. Lass mich nachdenken. Rebecca vielleicht, bevor du sie rausgeekelt hast. Andererseits, Tanja, ich mache mir da gar keine großen Hoffnungen. Dir geht's doch hier viel zu gut. Das gibst du doch niemals freiwillig auf. Glaubst du, die Stimme im Gremium und Linie Claris sind mir genug? Wenn ich gleich in mein Auto steige, dann hole ich nur mal kurz tief Luft. Und wenn ich dann wiederkomme, wird von dieser Familie nichts mehr übrig bleiben. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich war überzeugt, eine Frau zu heiraten, der ich in jeder Beziehung vertrauen kann, die hinter mir steht und die mich besser kennt als ich mich selber. Ich habe mich nicht getäuscht. Als du mich heute vor Tristan verteidigt hast. Hat nichts mit uns zu tun. Ich habe dich verteidigt, weil ich als Mutter dein Verhalten nachvollziehen kann. Du hast deine Tochter beschützt. Du wolltest nicht, dass alles auseinanderbricht, was du gerade so mühsam zusammengebracht hast. Aber dass du mir nichts gesagt hast. So oft habe ich dich gefragt. Du bist mir immer ausgewichen. Du hast mich sogar belogen. Ich musste an die Konsequenzen denken. Als Mitwisserin kannst du gerichtlich belangt werden. Ich bin nicht irgendeine Mitwisserin. Ich bin deine Ehefrau. In guten wie in schlechten Zeiten dieses Versprechen haben wir uns gegeben. Du hast das Versprechen gebrochen. Das sehe ich anders. Das interessiert mich nicht. Ich muss über alles nachdenken, über uns, wie es weitergehen soll. Ich ziehe erst mal in die Gästesuite.
Okay, Hagen, stopp. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn du nicht reden willst, dann muss ich das jetzt eben tun. Okay. Weißt du, in der Zeit in London, da habe ich mir ein Leben ohne dich vorgestellt. Und das funktioniert. Gut, sehr gut sogar. Es gibt einfach gewisse Dinge, für die bin ich mir zu schade. Und zu denen zählt nun mal ein Ehemann, der mir erklärt, dass er gar nicht weiß, ob er mir überhaupt noch Gefühle entgegenbringt. Und deshalb... Verdammt! Darf ich mal? Ich habe mich wie der letzte Vollidiot benommen. Das hast du nicht verdient, dabei hast du vollkommen recht. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht in unserer Ehe. Du bist eine wunderbare Frau. Einfach perfekt. Ich will um unsere Ehe kämpfen. Also, wenn du mich noch willst, dann lass uns ein paar Tage wegfahren. Nur wir beide. Falls du es dir überhaupt noch vorstellen kannst. In Liebesgeschichten gibt es immer etliche Missverständnisse. Man glaubt bereits, dass das Paar sich niemals finden wird. Doch dann hat der Held in letzter Sekunde seinen großen Auftritt. Mit einer theatralischen Geste wischt er alle Missverständnisse beiseite. Aber die Zeit der Helden ist vorbei. To